Gotthard, Motorgott, Motorrad, Gott, Gotthard, Motorgott, Motorrad, Gott. Das Chapter des MC Wolfsbüttel ist östlich von Zittau und Görlitz gelegen. Ein streng bewaffneter Wall umrandet das Areal im böhmischen Grenzgebiet. Es verfügt über 780 Hektar Land, eigene Metzgerei und Betriebe und beherbergt einen Stollen mit Themendarstellungen der Nibelungen. Der Motorradclub zeichnet sich durch einen starken Drang zur Romantik aus. Ihr Nationalgericht ist Kartoffelsuppe mit Frankfurter. Es ist wohl das historischste Chapter und pflegt einen engen Bezug zur Heimat. Und der Musikgeschmack geht von Rock bis Volksmusik. Ist richtig was los drin, Alter. Alter, ich hatte mir eine Clubmarke nicht dabei. Da wollte mir Carsten richtig blöde kommen, wa? Und er hat gleich gesagt, guck mal, was ich dabei hatte. Na, hat er gesagt, als ob ich dich nicht erkannt hätte. Hat er mir rinnen lassen. Genial geplant, weil es gibt halt einen Autobahnzubringer, der war so, sollte eigentlich gebaut werden, dass die Chapter im Verborgenen existiert, aber immer wieder die Möglichkeit hat, auf die deutsche Autobahn geleitet zu werden und sozusagen durch ganz Deutschland die Botschaft und die Informationen des Wolfsbüttler Chapters kundzutun. Hat gesagt, hey Jungs, bleibt mal wie es ist. Das ist besser, wenn es eine Sackgasse bleibt. Weil ich meine, wenn dann doch mal Zugriff vom SEK ist oder von der Soko, Bandenkriminalität, dann ist aber Schicht im Schacht, sagt ihr. Weil die nehmen das mit der Historizität nicht so, sag mal, freizügig wie die Wolfsbüttler. Da sind ja ein paar Zeichen, da würde ich jetzt nicht sagen, das ist ein indisches Grabmal. Das Sonnenzeichen, ne? Hier so DDR-Zeiten, wo? Die Amis, Airborne. Die Eagles zum Beispiel, haben sie gemacht. Adler. Nach Stalin-Zeiten haben die Offiziere ihre Suppe gekocht. Stalin. Das sind Stalin. Das ist doch kein Stahl. Ist keiner. Nach dem Krieg haben sie alles Mögliche gemacht. Uli, auf jetzt! Das kocht über. Und wer trägt nachher alles wieder weg? Der Pudel war ein. Deswegen ist ja hier zum Beispiel ein Granateneinschlag. Da hat ja ein junger Prospekt auch gerissen neulich, Enrico. Das ist natürlich tragisch dann auch, dass ja hier, das hatte ich dann auch geschnitzt.
das lassen wir jetzt erstmal immer 3 Wochen vor sozusagen der eigentlichen Beerdigungszeremonie. Lassen wir die Unfallstelle erstmal so wie sie ist, Natur belassen. Und später wird da mit blauen Edding der Lackfarbe vom Chapter Boss von der BMW halt hier nochmal genau geschrieben, wann der Unfall stattgefunden hat, ob es ein Angriff war, Selbstverschulden, und je nachdem sind auch die Größe vom Kreuz dann und welches Holz. Das ist hier natürlich nur, haben wir hier ein Eichenholz benutzt, aber halt kein gezertet, sondern wirklich nur von der deutschen ist eine Keeper hier. Dann war der muss ja 13 gewesen sein, kurz vor dem 14. Geburtstag. Also die haben zum Beispiel Jungprospects bei denen, die werden, das ist mir auch ein bisschen zu viel, neben dem Motorenwissen und Selbstverteidigungskursen werden die halt auch in so, ich sag mal, historischen Fakten geschult. Wo ich finde, die sind ein bisschen eintönig. Und dann nehmen die mit dem Nachwuchs auch. Die müssen alle, es gibt keine Handys in dem Chapter, es gibt halt nur so deutschen Starkstrom, halt so Telegrafen. Die haben so einen Personenkult um bestimmte Figuren, die finde ich mit der Motorradkultur an sich nicht so viel zu tun haben. Außer vielleicht, dass die auch versucht haben, eine Art Alleinherrschaft, was der jede Chapter auch versucht. Hat er ab und zu. Das hatte ich gerade für Enrico eigentlich besorgt letzte Woche. Das hat er sich gewünscht von mir. Aber ist natürlich auch scheiße, weil ich habe dann noch mitbekommen, dass die natürlich, die dürfen keine Handys haben, weil die alle nach einem anderen deutschen Gesetz, die haben ja ganz andere Struktur hier. Das ist ja, die dürfen kein Spielzeug haben, das wird denen halt entwendet. Ich hatte auch ab und zu mal gemerkt, dass zum Beispiel Pascal, den ich dir vorgestellt habe, der jetzt gerade 19 geworden ist, mit diesem leichten Pflaumen über der Oberlippe. Weil die dürfen halt wirklich nicht abgelenkt werden von ihrer rhetorischen Fortbildung. Dann müssen wir halt lernen, in der Natur zu leben und dann auch die historischen Fakten, die halt für Wolfsbüttler Chapter eine Priorität darstellen, das auswendig zu lernen. Ich hatte denen so besonderes Sticker auch besorgt, wisst ihr, welche mit Motorrädern, und dachte, man könnte auch gut halt so tauschen. Von Mähensachen hier hatte ich extra hier so ein paar Bögen mir noch besorgt, extra. Je nachdem, ein paar von den Stoffis und so. Und naja, dann wurde mir gesagt, hatte ich auch mal eine Unterredung mit dem Chef gehabt. Gotti, das musst du jetzt mal wissen. Hier bei uns mit den Kindern, das ist eine andere Nummer. Die können hier nicht mit den Stickern spielen. Ich hatte einen Vater, der wurde ein Soldat. Summ, 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 summ. Ist in den Krieg gegangen, da wurde er gefangen, gefangen mit manchem Kamerad. Summ, 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 summ. Das ist ja eigentlich eins der O-Chapter vom MC Wolfsbüttel. Und die hatten ja damals noch ganz krass, war ja auch zur Zeit von Rotwedel und so, die ganze RAF-Sicherheitsstufe in Deutschland war ja erhöht. Und da hatten die Chapter sich ja gegen den Staatsschutz, der sich ja damals rauskristallisierte, waren wirklich hier zum Beispiel, ist ja, wird ja heute noch von den Taliban verwendet, ist ja
wenn du mit dem Motorrad ins Chapter reinfährst, wirst du direkt geköpft. Das ist krass. Hatten sie ja damals auch diese Reifen gehabt bei der Triumph und sind dann über die befeindeten Gruppen direkt am Motorrad mit den Stacheldrahtreifen übers Gesicht gefahren. Oh. Das ist die Nazareth-Methode. Und da haben sie richtig, sind sie durchgeknallt. Es gibt halt die Kampftruppe Zyankali vom Wolfsbüttler Chapter. Das ist, wenn du 16 wirst, deine Entjungferung, kommst du in diese Zyankali-Kampftruppe. Und die essen halt eine bestimmte Art von Haferschleim am Morgen bis zu ihrem 18. Geburtstag und entwickeln dadurch durch so einen Säuregehalt, weil die essen nur Äpfel, Sauerkraut und Schweinewurst. Und da entwickelt sich im Speichel ein giftiges Enzym, was die halt, wenn die jemanden ins Gesicht beißen oder in der Halsschlagader, zum sofortigen Herzstillstand führt. Aber da war vorne ein Polizeikommissar, der sah aus wie von Dynamo, sagt ihr. Wirklich, ein Brett. Und der stand selber, hat sich ja benommen, wirklich, als wäre auf dem Schlachtfeld. Und da steht ein Jungprospekt, der immer wirklich gedisst wurde, würde ich mal sagen. Olaf hieß der. Der ist so klein, der ist gerannt. Der war aber ganz schnell mit seinen kleinen Beinen. Das sah aus wie der tasmanische Teufel in diesem alten Trickfilm. Der ist sozusagen auf den zu und vorne hat er so, der hatte immer auf die Knie, aber man muss sich vorstellen, er war so klein, wisst ihr. Und der hatte auch durch so eine Knorpelstruktur, hatte der, das war wie Flummis, also wie so Gummibälle, hat er sich auf die Kniescheiben rauf fallen lassen, ist nach oben dem Polizeiobermann ins Gesicht, in die Nase rein, ja, gebissen. Bei der Nase war das Problem, das ist ja nur selber Knorpel, aber dem ist sofort die Nase abgefallen. Und dann hat er sich die Nase genommen und ist rückwärts wieder mit seinen Beinen, hat einfach einen Rückwärtsgang eingenäht und wieder zurück. Und dann hatten wir die Nase, ich in den Zementmischer rein. Und dann ein bisschen noch, wir so Pascal machten so Zementmischer noch die Zündschnur an und da waren ja noch ein paar Trommelsalben drin. Und vorne auf der Rakete war so aufgespießt, ist die Nase geflogen, wie in Zeitlupe, wie ein Film. Die tätlichen Angriffe auf die Genossen werden stärker. Wir brauchen dringend Verstärkung. Er ist unterwegs, 202, 103 kommen. 203, 103. Der Polizeikommissar hat er selber, konnte noch sehen, aber nicht riechen. Er hat so verbrannt geraucht. Aber er konnte in dem Augenblick nicht mehr riechen, weil seine Nase schon weg war. Sehen wir die Nase fliegen. Und dann haben wir uns Rückzug, alle zurück in den Bulldozer, wieder Zittau verlassen, mit stringenden Wolfsbüttler fahren und am Abend gefeiert. Und dann kommt es, der Kleine, ja, der als Held gefeiert worden ist, seit dem Tag, ja, wurde er nur noch der Grande genannt, der Große. Dieser Romantizismus, der spielt halt auch eine Rolle. Die haben ja unterirdisch, unter dem Wolfsbüttler Chapter, haben die ja halt diese Nibelungengrotte, wo die vermeintliche Drachenblut trinken. Das ist aber, glaube ich, immer von den Blutproben von den Jungprospekts. Die haben so Röntgenapparate, riesengroße Röntgenapparate. Die sagen immer, geht für uns immer ums Innenleben. Damit meinen die halt die Skelette, ja. Die checken halt, ob der Schädel genau diese Struktur aufweist, die für das Wolfsbüttler Chapter verlangt wird.